Neuer Job, neues Leben. Das Bewerbungsgespräch. Marek wohnte seit einem Jahr in Deutschland. Er lernte Deutsch, arbeitete manchmal auf Baustellen, aber er wollte etwas Stabiles. Als er die Einladung zum Bewerbungsgespräch bekam, wurde ihm gleichzeitig warm und kalt. Im Wartebereich der Firma saß er nervös. Seine Hände waren feucht. Dann ging die Tür auf. »Herr Nowak, bitte kommen Sie rein«, sagte eine Frau mit Brille. »Ich bin Frau Keller.« Marek setzte sich. »Guten Tag. Danke für die Einladung.« Frau Keller lächelte. »Keine Sorge, wir reden ganz normal. Erzählen Sie kurz, warum möchten Sie hier arbeiten?« Marek atmete tief ein. »Ich möchte einen festen Job und ich möchte besser Deutsch sprechen. Ich bin zuverlässig.« »Haben Sie Erfahrung im Lager?« fragte sie. »Ja, in Polen habe ich im Lager gearbeitet und hier auch kurz, aber über Zeitarbeit.« Frau Keller nickte. »Was sind Ihre Stärken?« Marek dachte kurz nach. »Pünktlich, Teamarbeit und ich gebe nicht auf.« Sie stellte noch Fragen. Schichtarbeit, Staplerschein, Arbeitszeiten. Marek verstand nicht jedes Wort, aber er fragte nach. »Entschuldigung, können Sie das bitte wiederholen?« Frau Keller sagte ruhig, »Natürlich. Das ist wichtig, dass Sie nachfragen.« Am Ende stand sie auf. »Ich mag Ihre Art. Sie sind ehrlich. Wir melden uns morgen.« Marek ging raus, sein Herz klopfte. Er schrieb sofort seiner Freundin, »Gespräch war okay. Ich hoffe, ich bekomme den Job.« Dann sah er auf sein Handy und flüsterte, »Bitte.« Zusage und Papierkram. Am nächsten Tag klingelte Mareks Handy. Unbekannte Nummer. »Hallo?« sagte er vorsichtig. »Hallo, hier ist Frau Keller. Wir möchten Sie einstellen«, sagte die Stimme. »Können Sie nächste Woche anfangen?« Marek stand wie eingefroren. Ja, sehr gern.« »Gut, dann kommen Sie bitte am Montag um 8 Uhr. Bringen Sie Ihren Ausweis und Ihre Steuer-ID mit.« Marek schluckte. »Steuer-ID?« Frau Keller erklärte langsam. Marek schrieb alles auf. Nach dem Anruf setzte er sich auf das Sofa und lachte. Dann bekam er plötzlich Angst. Was, wenn ich nicht genug Deutsch kann? Am Montag stand er früh vor dem Gebäude. Drinnen wartete schon Herr Schröder aus der Personalabteilung. »Willkommen, Marek. Heute machen wir den Vertrag.« Sie gingen die Papiere durch. Marek las langsam. »Hier steht: Probezeit?« fragte er. »Ja«, erklärte Herr Schröder. »6 Monate. Das ist normal.« Dann kam der Moment der Unterschrift. Marek hielt den Stift wie etwas sehr Wichtiges. »Alles okay?« fragte Herr Schröder. »Ja, ich bin nur stolz.« Als er fertig war, bekam er eine Sicherheitsweste und einen Ausweis. »Morgen ist Ihr erster Tag im Lager«, sagte Herr Schröder. »Ihr Kollege Tom zeigt Ihnen alles.« Marek ging nach Hause, kaufte Brötchen und sagte im Kopf immer wieder, »Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft.« Der erste Tag. Am ersten Arbeitstag war Marek zu früh. Tom, ein freundlicher Mann, kam ihm entgegen. »Du musst Marek sein, oder?« »Ich bin Tom.« Marek nickte. »Freut mich.« Tom zeigte ihm die Halle. Regale, Scanner, Paletten. Es war laut, aber klar organisiert. »Hier scannst du die Ware, dann stellst du sie dahin«, erklärte Tom. Marek hielt den Scanner. »Wie, genau?« Tom lachte. »Ganz ruhig, ich zeig's dir 3-mal, dann kannst du's.« Marek machte den ersten Scan. Pieps, dann noch einen. Pieps. »Gut«, sagte Tom. »Und wenn du was nicht verstehst, sag einfach, kannst du das wiederholen?« In der Pause saßen sie mit anderen Kollegen. Jemand fragte, »Woher kommst du?« »Aus Polen«, sagte Marek. »Ah, cool.
»Willkommen«, sagte ein Kollege und gab ihm ein Brötchen. Marek fühlte sich plötzlich weniger fremd. Doch am Nachmittag passierte es. Er stellte eine Kiste auf das falsche Regal. Ein Piepton, rotes Licht. Tom kam. »Stopp, falscher Platz.« Marek wurde rot. »Entschuldigung, ich...« Tom hob die Hand. »Kein Drama. Fehler am ersten Tag sind normal.« Als Marek abends nach Hause ging, war er müde, aber glücklich. Er schrieb: »Erster Tag geschafft. Ich habe Fehler gemacht, aber Tom hilft.« Kleine Probleme. In der zweiten Woche wurde es schneller. Marek musste mehr schaffen, mehr scannen, mehr laufen. Manchmal verstand er Witze nicht und lachte zu spät. Das war peinlich. Eines Morgens sagte ein Kollege: »Marek, du bist aber langsam heute.« Marek antwortete ruhig: »Ich mache lieber richtig als schnell.« Später kam Frau Keller ins Lager. »Wie läuft es?« fragte sie. Marek sagte ehrlich: »Gut, aber mein Deutsch ist manchmal schwer.« Frau Keller nickte. »Das ist normal. Wichtig ist, Sie fragen nach. Und Sie arbeiten sauber.« Am Nachmittag gab es Stress. Ein Kunde wartete auf eine Lieferung, aber ein Paket fehlte. Der Schichtleiter rief: »Wer hat das gescannt?« Marek erschrak. Tom schaute auf den Bildschirm. »Nicht Marek«, sagte Tom. »Ich war's. Ich hab's falsch abgelegt.« Marek flüsterte: »Danke.« Tom zuckte mit den Schultern. Team ist Team. Zu Hause sagte Marek zu sich: »Ich muss besser sprechen, nicht nur arbeiten.« Er klebte Zettel an den Schrank. »Kannst du das bitte wiederholen?« »Wo soll ich das hinstellen?« »Ich habe eine Frage.« Am nächsten Tag nutzte er einen Satz sofort. Er war stolz wie ein Kind. Konflikt im Team. Eines Tages stand Marek an der Rampe. Ein neuer Kollege, Nico, kam und sagte unfreundlich: »Du stehst im Weg.« Marek ging zur Seite. »Okay.« Nach 10 Minuten passierte es wieder. Nico schob eine Palette zu schnell. Marek musste springen. »Hey, Vorsicht«, sagte Marek. Nico rollte mit den Augen. »Ach komm, stell dich nicht so an.« Marek spürte Wut. Er blieb ruhig. »Bitte respektvoll. Ich will sicher arbeiten.« In der Pause sagte Tom: »Nico hat oft schlechte Laune, aber du musst dich nicht klein machen.« Am Nachmittag eskalierte es. Nico rief laut: »Du verstehst ja eh nicht alles.« Marek wurde heiß. »Doch, ich verstehe genug. Und wenn nicht, frage ich. Das ist besser als Fehler.« Ein paar Kollegen schauten. Frau Keller kam vorbei. »Was ist los?« fragte sie. Marek atmete tief. »Ich will normal arbeiten, aber Nico spricht respektlos.« Frau Keller nickte. »Nico, komm bitte kurz mit.« Nico murmelte etwas und ging. Später kam Frau Keller zu Marek. »Gut, dass Sie ruhig geblieben sind. Konflikte lösen wir hier mit Worten, nicht mit Schreien.« Marek nickte. »Ich lerne.« Gespräch mit der Chefin. Am nächsten Tag bat Frau Keller Marek ins Büro. Marek hatte Angst, etwas falsch gemacht zu haben. »Setzen Sie sich«, sagte sie freundlich. »Ich möchte einfach hören, wie es Ihnen geht.« Marek sagte: »Ich mag die Arbeit, aber manchmal fühle ich mich unsicher. Ich will nicht stören.« Frau Keller schüttelte den Kopf. »Sie stören nicht. Sie sind neu, das ist normal.« Dann fragte sie: »Was brauchen Sie, damit es besser läuft?« Marek überlegte. »Vielleicht klare Aufgaben und manchmal langsamere Erklärung.« Frau Keller nickte. »Okay, ich spreche mit dem Team und Nico bekommt klare Regeln.« Marek fragte vorsichtig: »Darf ich auch einen Deutschkurs machen?« »Ja«, sagte Frau Keller. »Wir haben ein Programm, 2 Stunden pro Woche. Das hilft Ihnen und uns.« Marek konnte es kaum glauben. »Danke.« Als er rausging, traf er Tom.
Und? Ärger? Marek grinste. Nein, Hilfe. Tom klopfte ihm auf die Schulter. Siehst du, du bist nicht allein. Marek merkte, in Deutschland ist nicht alles kalt. Man muss nur lernen, wie man fragt. Krankmeldung. Im Winter wurde Marek krank. Erst Halsschmerzen, dann Fieber. Er lag im Bett und dachte, ich darf nicht fehlen. Aber sein Körper sagte nein. Er rief Tom an. Tom, ich bin krank. Ich kann nicht kommen. Tom sagte sofort, bleib zu Hause. Mach Krankmeldung. Marek schrieb Frau Keller eine Nachricht. Guten Morgen, ich bin krank. Ich gehe zum Arzt. Ich schicke die Krankmeldung. Beim Arzt verstand er nicht jedes Wort, aber er sagte, ich brauche eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Der Arzt nickte. Zu Hause brachte Marek die Bescheinigung per Foto an die Firma. Frau Keller antwortete, gute Besserung, ruhen Sie sich aus. Marek war überrascht. In Polen hatte er oft Angst gehabt, krank zu sein. Hier fühlte es sich normal an. Nach 3 Tagen kam eine Nachricht von Nico. Alles gut? Marek starrte. Dann schrieb er kurz, ja, Grippe. Nico antwortete, okay, gute Besserung. Marek lächelte. Vielleicht war Nico doch nicht nur ein Problem. Urlaub planen. Im Frühling sagte Tom in der Pause, Marek, nimmst du Urlaub? Marek zuckte mit den Schultern. Ich weiß nicht wie. Tom lachte. Ganz einfach. Du sagst Frau Keller früh genug Bescheid. Marek ging ins Büro. Frau Keller, ich möchte Urlaub nehmen. 1 Woche im Juli. Frau Keller schaute in den Kalender. Welche Woche? Marek nannte das Datum. Frau Keller nickte. Geht klar, tragen Sie es bitte hier ein. Marek setzte seine Unterschrift. Es war ein komisches Gefühl. Urlaub offiziell, ohne Schuldgefühle. Zu Hause telefonierte er mit seiner Mutter. Mama, ich komme im Juli. Wirklich? Rief sie. Endlich. Marek lachte. Ja, ich habe Urlaub. Am nächsten Tag sagte Mia aus der Nachbarabteilung, Urlaub in Polen? Bring Pierogi. Marek grinste. Nur wenn du Kaffee bringst. Alle lachten. Marek fühlte sich immer mehr wie Teil des Teams. Neuer Stress, neue Lösung. Kurz vor dem Urlaub kam ein großer Auftrag. Alles musste schneller gehen. Der Schichtleiter war nervös. Heute kein Fehler, rief er. Marek spürte Druck. Dann passierte es. Er scannte eine Palette doppelt. Das System zeigte Fehler. Nico sah es und sagte, ey, Marek, du hast doppelt gescannt. Marek wurde rot. Ja, sorry. Früher hätte Nico gelacht. Diesmal sagte er, komm, ich zeig dir schnell, wie du das korrigierst. Marek schaute überrascht. Danke. In der Pause sagte Marek, Nico, früher warst du oft hart. Nico zuckte mit den Schultern. Ja, ich hatte Stress, war nicht fair. Marek nickte. Ich auch manchmal, aber ich will lernen. Als Frau Keller später fragte, alles okay im Team? Sagte Marek. Ja, wir reden mehr. Frau Keller lächelte. Genau so. Ein Schritt nach vorn. Nach dem Urlaub kam Marek zurück. Er war braun gebrannt, müde, aber glücklich. Tom rief, na, wieder da. Und? Polen gut? Marek grinste. Sehr gut. Aber ich habe auch gemerkt, Deutschland ist jetzt auch mein Leben. Frau Keller bat ihn kurz ins Büro. Marek, ich habe Feedback. Sie arbeiten zuverlässig. Ihr Deutsch wird besser. Wir möchten den Vertrag verlängern. Marek schluckte. Wirklich? Ja, sagte Frau Keller. Und wenn Sie wollen, können Sie auch den Staplerschein machen. Marek lachte. Ja, ich will. Als er rausging, schrieb er seiner Freundin, Vertrag verlängert.
Staplerschein möglich. Ich gebe nicht auf. Am Abend saß Marek am Fenster, wie am Anfang der Geschichte. Diesmal fühlte er sich nicht mehr wie ein Gast. Er flüsterte, Schritt für Schritt. Und diesmal glaubte er es wirklich.